Nicht erst seit Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine im Februar 2022 hat Russland restriktive Gesetze verabschiedet, um die Opposition im eigenen Land mundtot zu machen. Viele bestehende Gesetze wurden verschärft, wie das Gesetz zu ausländischen Agenten von 2012. Die Anzahl der Personen und Organisationen, die nach Kreml-Meinung unter ausländischem Einfluss stehen und deswegen verboten sind und deren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Russland verlassen müssen, wurde erweitert. Auch die Zusammenarbeit mit internationalen Gremien, die von Russland nicht anerkannt werden, wie dem Internationalen Strafgerichtshof, wurde kriminalisiert. Dies steht sicher in Zusammenhang mit dem internationalen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Kreml-Chef Wladimir Putin wegen Vergehen gegen die Menschlichkeit während der Kriegsführung gegen die Ukraine. Mit der Verfassungsreform von 2020 sicherte sich Putin nicht nur eine erneute Amtszeit. Nebenbei wurde die Kritik an der Annexion der Krim von 2014 als Verstoß gegen die Verfassung eingestuft. Wer öffentlich Falschinformationen wie angebliche Verbrechen im Ukraine-Krieg von russischen Soldaten oder über Verluste der russischen Streitkräfte verbreitet, macht sich der Verunglimpfung des Militärs schuldig und wird nach Artikel 207.3 des Strafgesetzbuches entweder mit einer Geldstrafe von 700.000 Rubeln, ca. 7.200 Euro, belegt oder muss für 5 Jahre ins Gefängnis. Werden erschwerende Umstände festgestellt, erhöht sich die Strafe auf bis zu 15 Jahre Haft und 10 Jahre Berufsverbot. Außerdem kann seit Februar 2024 das Vermögen und Eigentum des Straftäters eingezogen werden. Und der Entzug von Auszeichnungen, Titeln und Rängen wurde ermöglicht. In der russischen Rechtsprechung werden solche Fälle als terrorisierende Straftaten geahndet. Ein prominentes Beispiel ist der Oppositionspolitiker Ilja Jaschin, der zu 8,5 Jahren Haft verurteilt wurde. Und das nur, weil er die Wahrheit über das Massaker in Butscha in Russland verbreiten wollte. Außerdem schreibt die Verfassungsreform einen Vorrang nationalen Rechts gegenüber internationalen Abkommen vor. Ebenfalls 2020 wurde die Definition von Hochverrat erweitert. Jetzt können auch Personen ohne Zugang zu Staatsgeheimnissen wegen Spionage oder Landesverrat angeklagt werden. 2022, im Zuge des Zweiten Ukraine-Krieges, wurden die Militärzensurgesetze verschärft. Artikel 280.3 befasst sich mit der Diskreditierung der Streitkräfte. Er wurde im März 2022 nach Beginn des Angriffs auf die Ukraine eingeführt. Hier werden alle Beiträge, Aussagen und Einzelkundgebungen, die als Kritik am Militäreinsatz gegen die Ukraine gewertet werden könnten, bestraft. Allerdings wird er nur im Zusammenhang mit dem Artikel 20.3.3 angewandt. Der verbietet die öffentliche Diskreditierung der russischen Armee und russischer Veteranen und sieht eine Strafe von 50.000 Rubeln, ca. 515 Euro vor. Andere Einschränkungen ergeben sich aus dem Austritt Russlands aus dem Europarat am 15. März 2022. Russland hatte verkündet, sich nicht mehr an die Europäische Menschenrechtskonvention gebunden zu fühlen. Daraufhin wurde die Russische Föderation aus dem Europarat, dem nicht nur Länder der Europäischen Union, sondern ganz Europa mit Ausnahme von Belarus und dem Kosovo angehören, ausgeschlossen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat deswegen keine Zuständigkeit mehr für Russland. Über 18.000 Verfahren russischer Bürgerinnen und Bürger sind damit hinfällig. Außerdem ermöglicht der Austritt aus dem Europarat die Wiedereinführung der Todesstrafe. Ich hatte in meinem Video zu den Deserteuren ja schon über die harten Strafen im russischen Militär gesprochen. Unerlaubtes Entfernen von der Militäreinheit wird mit bis zu 10 Jahren Gefängnis bestraft. Ebenso ein Nichterscheinen zum Militärdienst. Desertion, also Fahnenflucht, wird sogar mit 15 Jahren Haft bestraft. Befehlsverweigerung immerhin schon mit 2 bis 3 Jahren Gefängnis. Bei solchen Fehlverhalten kann seit 2024 auch der Sold des Soldaten einbehalten werden, was also auch direkte finanzielle Auswirkungen auf seine Familie hat. Und eine neue Straftat wurde eingeführt. Der Bruch staatlicher Verteidigungsaufträge wird mit bis zu 10 Jahren Gefängnis bestraft. Im April 2025 kam dann noch eine strafrechtliche Haftung
für Aufrufe zu Sanktionen gegen die Russische Föderation hinzu. Sie wurde verschärft und umfasst nun auch die Unterstützung internationaler Organisationen, an denen Russland nicht teilnimmt. Neben den obligatorischen Gefängnisstrafen wurde auch der Einzug des Vermögens ermöglicht. Die strafrechtliche Haftung für die Untergrabung der nationalen Sicherheit, ebenfalls vom April 2025, sieht sogar vor, diejenigen Personen zu bestrafen, die eine andere Person nicht bei Strafverfolgungsbehörden gemeldet haben. Wer Personen, die Sabotageakte begehen oder planen, nicht meldet, wird selbst strafrechtlich verfolgt und könnte lebenslang ins Gefängnis gesteckt werden. Flankiert werden diese Gesetze durch andere Maßnahmen, wie eine strenge Zensur. Zum Beispiel darf der Ukraine-Krieg in Russland offiziell nicht als Krieg, sondern nur als militärische Spezialoperation bezeichnet werden. Es gibt kaum noch unabhängige russische Medien und ausländische Websites wie die Deutsche Welle oder die BBC werden blockiert. Vieles kommt einem altbekannt vor, denn manche Gesetze gab es so oder so ähnlich auch schon im Zweiten Weltkrieg, nur dass Stalins Russland und Hitler-Deutschland damals für viele Vergehen noch die Todesstrafe vorsahen. Während des Zweiten Weltkrieges wurden Delikte wie Sabotage, konterrevolutionäre Aktivitäten und Feindbegünstigung hart bestraft. Allein zwischen dem 3. Juni und 10. Oktober 1941, dem Jahr der deutschen Offensive gegen Russland, wurden über 10.000 Soldaten der Roten Armee nach Urteilen von Kriegsgerichten erschossen. Im Dritten Reich trat am 26. August 1939, kurz vor dem Überfall auf Polen, die Kriegssonderstrafrechtsverordnung in Kraft. Ähnlich wie die Gesetze gegen die Diskreditierung der Streitkräfte in Putins Russland schuf die KSSVO spezielle Straftatbestände wie Zersetzung der Wehrkraft und Kriegsverrat. Die Strafen dafür wurden im Laufe des Krieges immer weiter verschärft, bis zur Todesstrafe. Insgesamt wurden rund 30.000 Wehrmachtssoldaten wegen verschiedenster Delikte zum Tode verurteilt. Am 5. September 1939 wurden mit der Verordnung gegen Volksschädlinge neue Straftatbestände geschaffen. Strafrahmen und Tatbestände wurden bewusst weit gefasst. So konnte schon das Abhören feindlicher Sender, ähnlich wie das Hören der BBC in Russland, zu Gefängnisstrafen führen. Später wurden deswegen vereinzelt sogar Todesurteile verhängt. Am 10. November 1943 wurde dann schließlich auch das Reichsjugendgerichtsgesetz verschärft. Jugendliche ab 16 Jahren, später sogar 14-Jährige, konnten wie Erwachsene bestraft werden. Die Strafmündigkeit, also ab wann Jugendliche vom Gesetz für ihre Taten bestraft werden konnten, wurde auf 12 Jahre herabgesetzt. Vermutlich eine Reaktion auf verstärkte Aktivitäten von Jugendbanden, wie den Edelweiß-Piraten. Bisher gibt es in Russland keine ähnlichen Gesetze, außer dass Kinder für die Arbeit zur Kriegswirtschaft herangezogen werden können, also Kinderarbeit für die Kriegsproduktion erlaubt ist. Wie seht ihr die Parallelen zwischen den verschärften Gesetzen in Putins Russland und den Gesetzen im Dritten Reich? Sicher, es ist schwer, beide miteinander zu vergleichen, denn anders als im Zweiten Weltkrieg ist die Todesstrafe in der Russischen Föderation noch ausgesetzt. Aber Ähnlichkeiten in der Intention der Strafverfolgung und den zum Teil konstruierten Delikten bestehen schon, finde ich.